Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, naja, da habt ihr leider doch was krasses verpasst, denn vor 2 Episoden haben wir das Finale von Scaramouche gemacht, beziehungsweise nicht nur Scaramouche, sondern auch Wanderer. Es gibt einen Grund, warum ich beide Namen nenne. Deswegen empfehle ich euch, oben rechts auf das i-Symbol zu klicken beim YouTube-Player. Da kommt nämlich auf die Playlist vom Let's Play Genshin Impact und könnt euch schon mal die Folgen anschauen. Diesen Arkenauftrag kam mit Version 3.3 raus. Das heißt, ihr müsstet so weit zurückscrollen bis zu der Episodenname, Probelauf und dann die Charaktere, die aktuell da sind. Und zwar hier Wanderer, Ito, Farusan und all die anderen, die hier angezeigt sind. Und dann kleinen Überblick für euch noch extra. Die Folge danach, nach dem Probelauf, haben wir einen Pull-Versuch gemacht. Genauer gesagt habe ich hier einen 20er, hier einen 20er, hier 0 und hier 150 gemacht. Naja, leider das zweitschlechteste Pull-Erlebnis, was ich jemals hatte, obwohl sich auch ein oder zwei Sachen gelohnt hatten. Da will ich aber nicht zu viel spoilern. Dann im Anschluss hatten wir den Legendenauftrag von Kasua gemacht. Alle, die schon das zweite Goldapfel-Archipel gesehen haben bei mir, so um Folge 480, 490 herum oder, ne, 580 herum, wissen bereits über Kasua ein bisschen Bescheid über seinen Clan und wie er zu Captain Baido gekommen ist. Aber auch hier gab es halt ein bisschen Geschichtsunterricht hier in Inazuma, denn hier gab es damals 5 Schmiedschulen, 5 Schmiedgilden, Clans, wie auch immer man das am besten hier definiert, die aber auf 2 reduziert worden sind. Eins darunter war halt auch von Kasua betroffen. Und als wir das alles gemacht hatten mit einem Schwert, dessen Dämonen wir sozusagen vernichtet haben, indem wir das Schwert repariert haben, also eingeschmolzen hatten und all diese Dinge, konnten wir dann den Arkenauftrag mit Wanderer bzw. Scaramouche starten, mit Hilfe von Nahida. Dabei haben wir nicht gegen Scaramouche gearbeitet in Sumeru, sondern mit ihm. Mit Hilfe von Nahida sind wir nämlich auch zum Baum Irminsul gereist. Und dort ist er uns dann entkommen, weil er was mit der Zeit gemacht hatte. Das wird wichtig, denn wir hatten dann das, also wie soll ich sagen, als wir das hier abgeschlossen hatten mit seiner Flucht, Nahida aufgeklärt haben, all diese Dinge, haben wir hier übernachtet und Paimon konnte sich an den Namen Scaramouche nicht erinnern, beziehungsweise hatte keinen Bezug mehr. Und dann hatten wir echt die Sorge gehabt, dass er so viel in der Vergangenheit verändert hatte, dass zum Beispiel die von in Inazuma von diese Schmiedkünste und alles betroffen sind, wie zum Beispiel die Kamisatos, dass sie nicht mehr existieren, sich komplett verändert haben oder ähnliches. Auch Kazuha Kadera wurde nochmal nachgefragt, ob der existiert, ob der lebt, ob es ihm gut geht. Scheinbar hat sich da nichts verändert. Und nachdem wir hier diese Storyline ein bisschen gespielt hatten und das vor 2 Folgen abgeschlossen hatten, ja, hat Wanderer im Endeffekt seinen Platz übernommen. Nur, naja, es handelt sich ja eh um dieselbe Person, aber schwierig zu erklären. Es gibt auch Gründe, warum wir uns daran erinnern können und alle anderen nicht. Selbst Nahida konnte sich nicht daran erinnern, was passiert ist. Aber das hängt wiederum mit der Finale mit Sumeru zu tun, so Folge 680, 690 herum um den Dreh. Dann das, was wir in Folge 204 mit Dainslev alles erlebt haben. Dann sein Kapitel 4 in der großen Kluft. Die Information von Il Dottore, was auch Il Dottore mit den Leuten gemacht hatte, mit den Mikage-Hochofen. Also, da sind sehr viele Teilelemente der Story, die zusammenlaufen. Und wie gesagt, schaut euch die Folgen an. Wie gesagt, es sind viele Folgen über viele Folgen verteilt auch, aber wenn ihr alles gucken würdet, würdet ihr sogar die Story viel besser begreifen und merken, in was für ein Dilemma wir gerade so ein bisschen stecken mit der Story her. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Und ich würde mal sagen, wir machen direkt auch mal was Neues. Es ist ein Event released worden mit so Kartenspielen und wir hatten zufälligerweise in der zweiten Hälfte der letzten Episode hier an dieser Alchemiestation Saccharose getroffen, die ein Kartenspiel geschenkt bekommen hat von einem Gelehrten. Und die hat auch bereits eine Karte von ihr gezeigt. Cooles Fanart übrigens. Und ja, wir sollen zum Katzenschwanz. Dort kriegen wir schon die Informationen, wie man das Spiel spielt. Und ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich werde hier noch die ganzen Erkundungsbelohnungen abholen. Auch wenn wir schon von den Sachen so viel haben. Hier Erz 2100, 3000. Also ich brauche halt Rohmaterial. Deswegen hatte ich auch in der letzten Episode den borealische Wolf nochmal herausgefordert. Weil wir haben sehr viel Unglück mit den Artefakten. Wir kriegen wirklich nicht so die Artefakten für 5 Sterne oder mit den Substats, was halt ideal wäre. Und deswegen hatte ich halt angefangen, wegen den Talenten ein bisschen wieder mehr in den Fokus treten zu lassen. Genau. Bei ihr hatten wir zum Beispiel wieder diese Klaue gebraucht. Wir hätten aber damals schon 2 bekommen, was natürlich ideal ist. Wir brauchen Masken. Das hier brauchen wir auch für andere Charaktere wie Euler unter anderem.
dass, wenn wir schon nicht die Artefakten kriegen, machen wir die Talente wenigstens. Also, wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns und all diese Dinge und ja, hier sind wir bei über 750 Folgen. So, lasst mich oben schauen, da ist noch was rot. Achso, jetzt sind die anderen Sachen released worden. Ich markiere die nur, damit ich das rote Ding weg habe. So, ist alles weg? Genau. Schlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten. Das ist scheinbar dieser Auftrag, den habe ich auch markiert. Genau. So, dann gehen wir mal zum Katzenschwanz und lernen, wie das Spiel zu spielen ist. So, ich muss dafür runter. Also genau, hier war die Treppe. Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler in Paimon. What a nice surprise. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. Forschung von damals? Fell der Mitarbeiter? Bitte sag mir nicht, du wolltest das Katzenfeld von Diona haben. Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? Oh, I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Wow! Another guy who can understand animals! How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Oh? What's that? Shuyan. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Understood. I do apologize. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Seriously, how can he get all of that from a simple meow? Ja, bei Pokémon ist es ja auch so überhaupt nicht der Fall, ne? Die sagen nur einmal ihren Namen, so, ach ja, das bedeutet, ne? So ein halbes Roten-Ding, ne? Jedenfalls beeindruckend. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Beides finde ich irgendwie zutreffend, aber ich würde erstmal das zweite nehmen. It was the duels of Genius Invocation TCG that allowed our hearts to bond. It's understandable that ordinary people such as yourselves are unable to comprehend such a thing. So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Somehow Paimon doubts that. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyan, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules.
Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. That's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty card master Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of my own again. Katzenkrallen sind wirklich ungeeignet, um sich Karten zu krallen. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? Ugh! What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights. Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then, our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shuyan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. So, was für ein langer Dialog mal wieder, aber gut. Seit 2.6 sind Dialoge und solche Sachen immer länger geworden. Setzen wir uns hin, warte. Oh, können wir nicht. Oh. Aber hier war ich noch nie drin gewesen. Okay, hier sieht es normal aus, so basic. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Yes. You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Wie Saccharose dabei ausschaut. Naja, aber nicht ganz mit leeren Händen. That's right. We have some cards that I received from a friend. Yeah. You're gonna need a few more cards than that. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. A few days ago when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them.
Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. Alright, so now we have 2 character cards. That's everything we need, right? Yup. So, are you ready to start? Lass uns anfangen. All right, then let's begin. Welcome to the world of Genius Invocation TCG. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew, pew, pew. Pew pew. Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours. Now then, you're gonna need a character on the field to start with. Wähle die Luke als deine Startfigur aus. Okay. Achso, Moment, was hat er für Stats? 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 2. Ah, okay. Let's finish this swiftly. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Okay, Moment mal. Jetzt haben wir 2 hiervon, 4 hiervon, 1, 1. Achso, hier, jetzt kann ich sehen. Regenbogen? Keine Ahnung. Once the roll phase is over, you'll enter the action phase, where the real game starts. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Of course, the most common action is to use character skills. Ach so, weil ich jetzt 4-mal Feuer gewürfelt habe, passt das mit Diluc ziemlich gut. Habe ich das richtig verstanden? Wähle Dilucs Elementarfähigkeiten aus. Ach so, das sind Punkte. Ah, okay. Okay, Dilucs Elementarfähigkeit kostet 3 Pyrowürfel. Nach dem Auswählen der Fähigkeit werden die zu verbrauchende Elementarwürfel automatisch ausgewählt. Ah, okay. Also je nachdem, was ich würfle. Achso, Moment, da gibt es noch mehr. Sengende Klinge kann 3 Punkte Pyroschaden verursachen. Okay, verursacht 3 Punkte Pyroschaden, Schaden plus 2, wenn diese Fähigkeit zum 3. Mal in eine Runde angewendet wird. Wende sengende Klinge an, um die aktive Figur deines Gegners anzugreifen. Not bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. And as you can see, once the enemy finishes their move, it's our turn again. Greife erneut mit der Elementarfähigkeit an. Achso, ich würfel nicht neu. Ach so, ich dachte, man würfelt jedes Mal neu und kann die Kombination dementsprechend anpassen. Ach ja, genau. Dein Wurf hat dir 2 Omni-Würfel beschert. Now, these are Omni-Element dice. They can be spent on any move regardless of the elemental type. Macht Sinn. So wie doppelfarblos damals beim Pokémon Trading Card Game. So, we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. Go on, give it a try. Okay, man kann auch die Fähigkeit erneut klicken, um diese anzuwenden. That was pretty good. That's one opponent down for the count. Bam! But the game has only just begun. Remember? You have to defeat all opponents to win.
As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of usable dice. In that case, let's end this round. Okay, und wann kann ich denn nochmal würfeln? Gibt es immer so ein Limit, dass ich sagen kann, jede dritte Runde würfeln oder so? Oder wie muss ich das denn verstehen? After you end round, you won't be able to do anything else this round. And once everyone chooses end round, we can move on to the next round. Runde beenden, ja, bestätigen wir. Runde 2. All right, here we are, a fresh new round. Woohoo! And a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need, after all. Ooh, that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use D-Luke's skill now. Yep, uns fehlt Feuer. 2 Stück, ne? Ja, Geo haben wir. Dendron, na okay. But don't worry, situations like these are why we have the option to reroll. Okay. Once per round, you can select all the dice that you don't like and reroll them. Wähle alle Elementarwürfel außer Pyrowürfeln aus. Achso, man kann dann so viel wie man möchte. Okay. When the action phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. This means that since you finished first the last round, you'll be the first to start this round. Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. In der letzten Runde hast du zweimal Fähigkeiten angewendet, was bedeutet, dass du 2 Aufladungspunkte erhalten hast. Ja. Once D-Luke's energy is full, he can use a powerful elemental burst. But we're still 1 short. Never mind. Let's start with a normal attack instead. Wende den Standardangriff an. D-Luke's normal attack only needs 1 pyro die and 2 other dice of any type. In any case, your normal attack needs fewer pyro dice than your elemental skill. Man kann auch die Fähigkeit erneut klicken, um diese anzuwenden. Okay, wie mache ich die Kombination? Muss ich das noch machen? Achso, der macht... Ach, okay, hier sehe ich... Das ist unauffällig, dieses orangene Ding. Das ist hier ein Ring, was ausgewählt ist. Oh, das ist ein bisschen... Das hätten sie in einer anderen Farbe machen können. Vielleicht hier so türkis-blau mäßig oder so. Genauso wie die Elementarfähigkeiten gewährt dir auch der Standardangriff nach dem Anwenden einen Aufladepunkt. Ah, okay. Now we have 3 energy, plus we have enough pyro elemental dice left over. It's time to use your powerful elemental burst! Nehmen wir die Ulti. Okay, verursacht 8 Punkte Pyroschaden, verleiht der Figur die Pyrokraft. Physischer Schaden durch die Figur mit dem Attribut wird nun Pyroschaden. Dauert 2 Runden. Aha. Die sind alle markiert. Okay, dann passt das. Ach, schon gewonnen. Nice. Zum nächsten Duell. In an actual game of Genius Invocation TCG, you need to use multiple character cards to form a party. Next up, it's time for your second character card, Kaya, to take the stage. It seems like any move by Kaya is going to cost quite a lot of cryo dice.
Alle außer Kryo und Pyro. Okay. Zack, 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 zack. Was kriegen wir? Velikeas Elementarfähigkeit Kälteatem. Verursacht 3 Punkte. When you deal cryo damage, you'll cause your target to be affected by cryo. Durch den Kryoschaden verleihst du der angegriffene Figur. Mhm. Cool it. Good! Now our opponent is affected by cryo. This is a good time to learn about elemental reactions. Different types of elemental damage affect enemies with different elements. When a character is affected by certain elemental combos, an elemental reaction will be triggered. At the moment, your opponent is affected by cryo, so we should try and use a pyro skill on them. Looks like we have to switch active characters, though. Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Weiter. Okay. Zack. Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. In this case, we'll have to switch to D-Luke in order to use his skills. Sie wirkte ein bisschen genervt, als sie D-Luke gesagt hatte. Okay, kann ich einfach draufklicken? Ach so. Ah, okay. You can spend one elemental die of any kind to switch a standby character to the active character. Ja, nehmen wir halt Wasser, ne? Let's go. Switching characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. Genau. Das kann ich einsetzen, ist schon. Dann steht da irgendwie was mit einem Bonus. +2, wenn diese Fähigkeit zum 3. Mal. Ja, okay. Zack. Because the opponent is already affected by cryo, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. When triggered, melt increases damage dealt by 2. Ist das immer um 2 Punkte? Naja. This will allow you to deal loads of damage in one go! Genius Invocation's elemental reaction system is pretty cool, huh? Gewonnen? Was für eine Überraschung. Aber was gibt es denn noch für Grundlagen? Wahrscheinlich wie man Charaktere legt oder so, oder? Alright! Next up, let's learn how to use card types other than character cards. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Na dann, werfen wir eben alle Würfel erneut. Okay, also man muss nicht immer 1 übrig lassen. Hätte ja sein können, dass wir 1 übrig lassen müssen und dann den Rest halt, damit es ein bisschen schwieriger ist, aber... achso, hier kann man einfach zwischen den Feldern wechseln. Gut, gucken, was wir jetzt kriegen. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. Ja. Wähle weißes Eisengroßschwert. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah.
That means you'll need to play elemental dice of the same type. Also das Symbol, ne? Also, ich sehe das richtig. Es geht einfach um die Zahl, die drin steht in dieses sechseckige Symbol. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. Ziehe diese Karte auf das Spielfeld, um sie auszuspielen. Also, wir müssen 2 Würfel desselben Elements verbrauchen, um die hier angegebenen Kosten zu bezahlen, ja? Wahrscheinlich Dendron, ne? Achso, da ist schon Geo. Achso, okay, hab ich. Das meine ich, dieser Ring ist so unauffällig, finde ich. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. But wait, D-Luke's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. And this card isn't useful right now, so we might as well use it for elemental tuning. Wähle Magier, Magieführer. Ach so. Okay, Moment mal. Schaden durch die Figur +1. Ah. Das gewünschte Element Pyro. Das hier, Wasser zu Pyro. Ach so, okay. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Moment mal. Ach, ich habe mich verklickt. Zack, zack, okay. Sometimes you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Oh well. Moving on. In Genius Invocation TCG, keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. Okay. Okay, das opfern wir. Okay, tauschen wir aus. Passt. Dann das hier. Das passt. Well, would you look at that? Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Wähle Deluxe Elementarfähigkeit aus. Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage! What? Jetzt hätte ich gerne Payments Karte nochmal sehen wollen, aber gut, vielleicht kommt das ja jetzt. Now comes the final part. Yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. Das ist eine coole Karte. Ist das La Signora? Sieht nämlich so aus. Als sie noch in der Akademie studiert hatte wahrscheinlich. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. What? Sie ist mariniertes Hühnchen und verworrenes Kathedrale. Also das und das. Mische die gewählte Karte wieder in den Nachziehstapel und ziehe dieselbe Menge von Karten. Okay. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting character. Naja, was macht jetzt Sinn? Es ist Geo-Charakter, also ist egal welchen Element, was nicht Geo ist, ist nicht optimal. Dafür braucht Kea auch nur 2 Züge, ne?
Komm, ich versuch's mal. This will be interesting. Ersetzen wie die, damit ich Feuer und... Achso, Kryo brauche ich, ja. Was kommt raus? Yes. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick, free of charge. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Intention des Gegners lesen. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. Also heißt es, dass er das wirklich tut, oder ist das eine seiner Attacken einfach nur? All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Ach so, okay. So eine Wahrscheinlichkeit dann. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be yours. Okay, versuchen wir es mal. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Der könnte uns attackieren, wäre naheliegend, je nachdem. Ich sehe halt nicht, wie viel Würfel oder der so brauchen würde, aber nun gut. Da hätten wir was. Was ist mit den Karten hier? Beim Anwenden der Fähigkeit oder Anlegen von Talent durch die Figur. Pyrowürfel, Verbrauch 1, einmal pro Runde. Jede Figur kann maximal ein Artefakt anlegen. Was ist hiermit? Kryowürfel. Okay, was ist Paimen? Verbraucht 2 Elementarwürfeln, damit sie 2 Omniwürfeln werden. Ah, da könnte ich es eintauschen, damit ich hier was anderes rauskriege. Wie sieht's mit Kea aus? Ich brauche... Eigentlich müsste ich... Warte, ist das... Brauche ich diese 4 Würfeln? Ach, das ist ja die Ulti. Okay. Moment mal, wechseln wir erstmal Dings aus. Was ist hiermit? Dendron brauche ich ja nicht. So. Dann kann ich ja ihn... So. Machen wir Elektro. Elektro, ja. Zack, zack. Und jetzt, wenn ich attackiere... Ach, jetzt hat sich hier auch was verändert, ne? Ja, ausgewählt ist es ja schon. So, jetzt ist der dann. Der wird mich attackieren. Aber das ist ja kein Problem. Wenn ich mit Kea lang genug überlebe, ist das ja gar nicht mal so schlecht. So, was ist hiermit? Kann ich das direkt da anwenden? Moment mal. So. Ja. Ja gut, ich... Nee. Ich brauche auch erstmal die Elemente für, ne? 1 und 2. Ich brauche... Ja, ich muss eh nochmal neu würfeln gleich. Erstmal sich mit diesem Spiel vertraut machen. Bisschen anders als so alle anderen wie Gwent, Hearthstone und all diese Sachen. Aber auch trotzdem sehr ähnlich. Runde wurde beendet. Ach Mist. Das hätte ich auch machen können. Wie viel brauche ich? Einen Würfel? Achso, nein, ich brauche mehr. Moment, was steht denn da nochmal? Ach, 2. Ach, nevermind, ich habe nicht richtig gelesen. Ansonsten kann ich ja nichts machen. Okay. Runde beenden. Endphase, das heißt, wir dürfen jetzt nochmal... Wait. There's one more thing I almost forgot. Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Okay. Sehr schön. Die will ich schon mal ersetzen wollen. Ja. Gut, nicht so schlimm. So, jetzt kann ich aber die Ulti bei Kea machen, ne? Ich würde sagen...
Kann ich ja hier schon mal investieren. Das will ich nicht. Lieber so. Ach so, zwei gleiches Element. Ach ja, da war ja eine Bedingung gewesen. So. Haben die gerade auch mal eingesetzt? Okay. Wie sieht es mit Attackieren aus? Ich könnte die Ulti noch nicht einsetzen, weil mir Feuer fehlt, richtig? Moment mal. Was brauche ich denn? Doch, Feuer ist das. Also, ich habe ja 3 Kryo theoretisch. Aber ich habe doch 2 Feuer. Moment mal. Was ist hiermit nochmal mit Paimen? Omni-Würfel werden. Ja, komm. Opfern wir das? Machen wir... Achso, 1 davon. Mache ich noch einmal. Dann würde ich ja Animo ersetzen wollen. So, okay, jetzt überlege ich mal. Ich könnte so die Kombination machen, ne? Ja, achso, so ist das mit dem Resetten. Oh, so sorry. Ah, krass. Hat seine Runde beendet. Okay, ich habe leider nichts, was dazu passen würde. Ich müsste die Karte hier opfern. So, opfere ich nochmal. Das hier. Und jetzt kann ich schon wieder attackieren. So. Freeze. Kann sein, dass der Kea umhaut, weil der hat jetzt auch die Ulti ready. Und... Achso, ja, er muss ja noch würfeln. Okay. Boah, ist das verwirrend. Normalerweise ist es ja Zug um Zug. So bin ich das halt gewöhnt. Hat er zuerst beendet? Okay, das. Okay, die würde ich gerne ersetzen. Ja. Ist aber noch nicht so schlimm. Ich könnte auf die Look wechseln. Wegen der Combo. Genau, das ist identisch. Ach so, ich muss S wechseln, ne? Komm, dann wechsle ich. So, ne. So. Dendron, zack. Let's go. Dann... Achso, attackiert instant. Ah, okay. Ich wollte nämlich das Schwert auspacken. Ja, habe ich das? Nö. So geht denn, hä? Naja, gut. Was ist da die Voraussetzung? Ach, Einhänder. Der ist gar kein Einhänder, ne? Ach, da war ja was. Na gut, nicht so schlimm. Ziehen wir das durch, attackieren wir den und dann müsste ich doch es hinter mir gebracht haben, oder? Okay. So ungewohnt dieses Spiel. Wie gesagt, ich spiele halt sehr selten Kartenspiele. Muss ich selber erstmal gucken. Geniale Beschwörung ist ein temporeiches Kartenspiel voller Spannung. Stelle deine Decks aus Figuren und Aktionskarten zusammen und fordere die verschiedensten Gegner am Spieltisch heraus. Würfelphase. Zu Beginn jeder Runde erhältst du 8 Elementarwürfel und würfelst damit. Nach dem Wurf hast du einmal die Möglichkeit, mit einer beliebigen Anzahl Würfel erneut zu würfeln. Elementarwürfeln. Elementarwürfel sind 8-seitige Würfel, mit denen man 8 Würfelergebnisse auswürfeln kann. Jedes Würfelergebnis kann neben den 7 Elementarwürfeln Kryo, Hydro, Pyro, Elektro, Anemo, Geo und Dendronwürfel auch Omniwürfel enthalten, die man als beliebige Elemente verbrauchen kann. Alle möglichen Aktionen müssen durch den Verbrauch von Elementarwürfeln ermöglicht werden. Aktionfähigkeit anwenden. In der Zugphase kannst du Elementarwürfel verbrauchen, um die Fähigkeit der aktiven Figur einzusetzen, um die gegnerische aktive Figur anzugreifen. Besiege alle gegnerischen Figuren, um den Sieg davonzutragen. Aktion Figur wechseln. In der Zugphase kannst du einen beliebigen Elementarwürfel verbrauchen, um die aktive Figur zu wechseln. Aktion Karten ausspielen. In der Zugphase kannst du Elementarwürfel verbrauchen, um Aktionskarten auszuspielen. Darunter sind Ausrüstungskarten, mit denen bestimmte Figuren verstärkt werden,
Unterstützungskarten, die fortlaufend Verstärkungseffekten verleihen und Ereigniskarten, die sofort nach dem Ausspielen einen sofortigen, einmaligen Effekt auslösen. Aktion Elementare Abstimmung. In der Zugphase kannst du Karten abwerfen, um den Elementartyp von Elementarwürfeln zu ändern. Für jede abgeworfene Karte kannst du den Elementartyp eines Elementarwürfels zu dem der aktiven Figur umwandeln. Nach Abschließen der Aktion in dieser Runde kannst du die Runde beenden. Der Kartenbeschwörer, der seine Runde zuerst beendet, erhält die Vorhand in der nächsten Runde. Nachdem beide Seiten ihre Runden beendet haben, die Runde endet, beide Seiten ziehen 2 Karten und eine neue Runde beginnt. Alright, cool. Those are the basics. Did you get all that? What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. Nein, überhaupt nicht. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Wait, this card? It's Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Eye patch, you say? Okay, ja, habe ich nämlich auch gerade gedacht. Bestimmt war das der doch, oder? Gah, I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel's Share. Möchtest du jetzt eine Runde spielen? I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image at the Cat's Tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Kein Problem. Good. Then I'll take my leave. You know where the door is. Don't let the door hit ya where Lord Barbados split ya. Uh-oh. Guard captain. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it?
Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Now, it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? Einen Moment bitte, ich bin noch nicht bereit. Take your time. I look forward to our first duel. So, ich denke, ich werde hier auch einen Cut machen. Das war jetzt wieder sehr viel Dialog und Regel und alles. Holy sheesh, ey. Wie gesagt, die Dialoge und... jetzt weiter. Ich dachte, die Tür wird zu. Aha. Vielleicht kann man auch die herausfordern oder so, oder? Warte mal, ist da noch irgendetwas, was ich nicht entdeckt habe bis jetzt? Oder ignoriert habe? Nee, naja gut. Lassen wir es. Also, wie es dann weitergeht, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich dann noch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.